Für dieses Projekt habe ich nicht eine, sondern gleich zwei Mac 11 gekauft. Dabei wollte ich eigentlich nur eine passende Grundlage, um die modifizierte Mac 11 aus den Blade-Filmen als funktionsfähige Airsoft nachzubauen. Das klang zunächst deutlich einfacher, als es am Ende war. Und ja, das sind hier echte 22 cm, die ich in den Händen halte. Was soll ich machen? In meinen Pranken sieht eben alles ein bisschen kleiner aus. Aber zurück zum Projekt. Eine von diesen beiden ist ein Fehlkauf, die andere ein Kompromiss. Wie erwähnt, stammt die Vorlage für dieses Projekt aus den Blade-Filmen. Die Mac 11 ist dabei noch klar zu erkennen. Vorne hängt nur ein ziemlich brachialer Aufbau dran. Das Ziel ist es aber nicht, einfach nur etwas zu bauen, das gut aussieht. Am Ende soll der Umbau auch als Airsoft funktionieren. I was born ready, motherfucker. Damit ein Airsoft-Modell für den Umbau überhaupt in Frage kommt, muss es ein paar Anforderungen erfüllen. Erstens, wir brauchen eine Ingram Mac 11. Dabei muss es keine lizenzierte Kopie oder irgendein Sammlerstück sein. Hauptsache, Form und Abmessung passen als Basis für den Umbau. Zweitens, es muss natürlich eine 6 mm Airsoft sein, sonst können wir sie nicht spielen. Drittens, im Film schießt Blade vollautomatisch. Diese Funktion möchte ich natürlich beibehalten. Und da ich in Deutschland lebe und spiele, folgt aus Punkt 3 direkt, sie darf nur 0,5 Joule haben. Und zuletzt wollen wir nicht nur was für den Trophäenschrank bauen, wir wollen das Teil auch spielen. Die Technik muss also zuverlässig genug sein, dass daraus mehr wird als nur ein Staubfänger. Damit stehen die Anforderungen nun fest. Ich habe mich also gezielt auf die Suche nach einer Mac 11 mit unter 0,5 Joule gemacht und bin dabei auf dieses Modell von Tokyo Marui gestoßen. Auf den ersten Blick scheint alles zu passen. Sie ist einer Mac 11 nachempfunden, verschießt 6 mm BBs, kann halb- und vollautomatisch schießen und bleibt mit 0,3 Joule deutlich unter unserer Grenze. Zudem hat sie 7 Bewertungen mit 5 Sternen. Und für knapp 60 € klingt das für eine Tokyo Marui erstmal ziemlich fair. Dann stand da allerdings noch Betrieb mit 4 Dreifach-A-Batterien. Okay, das klingt falsch. Aber vielleicht bekommen wir das ja gemoddet. Für meinen Umbau brauche ich ohnehin ziemlich brachialen Aufbau. Da wäre im Zweifelsfall auch Platz für einen kleinen Lipo und ein eigenes Akkufach. Und abgesehen von den Batterien gab es in der Beschreibung erstmal nichts, was mich wirklich misstrauisch gemacht hätte. Also habe ich sie bestellt. Als die Tokyo Marui dann bei mir ankam, wirkte sie auf den ersten Blick noch ziemlich plausibel. Die Form passt und äußerlich ist sofort klar, was sie darstellen soll. Dann habe ich das Magazin herausgenommen. Und das war die nächste Red Flag. Das hält keinen Tag auf dem Spielfeld. Der Klappschaft funktioniert immerhin so, wie man es erwarten würde. Und hier kommt der nächste Dämpfer. Der Body fühlt sich nicht wirklich stabil an. Hier das Batteriefach an der Unterseite. Platz für 4 Dreifach-A-Batterien, genau wie angekündigt. Wirklich interessant wurde es erst, als ich mir die schematische Darstellung auf der Verpackung genauer angesehen habe. Und jedem, der schon einmal in einer AEG geschraubt hat, dürfte hier sofort auffallen, warum die Internals für unser Projekt eine Red Flag sind. Nylon-Zahnräder, ein winziger Spielzeugmotor und ein Zylinder, der dünnwandiger kaum sein könnte. Da optimierst du nicht einfach ein bisschen die Leistung. Verbaue ich hier einen Lipo, brauche ich einen neuen Motor. Verbaue ich einen neuen Motor, brauche ich bessere Zahnräder und so weiter. Am Ende ist dann nichts mehr original und wir haben verdammt viel Geld und Arbeit in einen fragilen Body gesteckt. Das ist keine saubere Grundlage für eine spielbare Backup. Zum Zeitpunkt meiner Suche habe ich leider keine andere verfügbare Mac 11 unter 0,5 Joule gefunden. Das heißt, wir müssen noch einmal auf unsere Anforderungsliste schauen und sie neu bewerten. Denn was bringt uns ein Projekt, bei dem am Ende keine spielbare Airsoft herauskommt? Ist es uns wirklich wichtig, vollautomatisch zu schießen, oder ist uns das gesamte Projekt wichtiger? Denn wenn ich zwischen Vollautomatik und einer langlebigen, einsatzfähigen Grundlage wählen muss, ist die Wahl klar. Ich will nach Möglichkeiten nur einmal bauen und nicht alle Jahre wieder. Also habe ich meine Suche ausgeweitet und bin dabei auf eine CO2-Version der Mac 11 gestoßen. Die Rede ist von der Ingram M11 von ASG. Einer Mac 11 nachempfunden? Ja. 6 mm Airsoft? Ja.
Vollautomatisch? Nein. Die ASG M11 schießt nur halbautomatisch. Da sie mit einem Non-Blowback-System arbeitet, wissen wir zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht, ob die Vollautomatik nur blockiert wurde oder ob der dafür nötige Mechanismus komplett fehlt. Und mit 1,4 Joule liegt sie deutlich über unserer ursprünglichen Grenze. Die Leistung eines Systems zu reduzieren, ist grundsätzlich die deutlich plausiblere Aufgabe, als ein, fragiles System nach oben zu korrigieren. Ob und wie das auch bei einem CO2-System funktioniert, ist wieder eine andere Frage. Und wie gesagt, bleibt es zu überprüfen, ob die Mechanik sich überhaupt auf Vollautomatik umbauen lässt. Bleibt noch die Feldtauglichkeit. CO2-System, ein vollwertiges Magazin und nachkaufbare Ersatzmagazine klingen schon deutlich vielversprechender. Aber ob die ASG M11 wirklich so robust und einsatzfähig ist, wie die Produktbeschreibung vermuten lässt, kann uns erst die Inspektion zeigen. Als die M11 dann ankam, war der Unterschied sofort spürbar. Das Ganze wirkt deutlich massiver und wesentlich näher an dem, was ich mir ursprünglich vorgestellt hatte. Natürlich besteht auch hier ein großer Teil des Gehäuses aus Kunststoff. Aber dieses Mal wirkt das Ganze nicht wie ein Spielzeug, sondern wie eine Airsoft, die tatsächlich benutzt werden will. Wir bekommen tatsächlich ein richtiges Magazin mitgeliefert. Und vor allem kann ich für knapp 36 € weitere Magazine nachkaufen. Einen Luxus, den wir bei der Tokyo Marui nicht hatten. Damit ist sie für den tatsächlichen Einsatz schon wesentlich besser aufgestellt. Beim Schaft war für mich vor allem eine Sache interessant. Er lässt sich komplett entfernen. Und plötzlich sieht das Ganze schon sehr nach der Grundlage aus, auf der auch die Filmwaffe aufbaut. Kompakt, schlicht und ohne den Schaft schon erstaunlich nah an der späteren Silhouette. Damit hat sich zumindest für die M11 der erste Eindruck bestätigt. Sie wirkt deutlich stabiler, die Magazine sind nachkaufbar und ohne den Schaft passt auch die Grundform für unser Projekt. Ob wir daraus am Ende auch wirklich die Mac 11 aus dem Film bauen können, die ich im Kopf habe, entscheidet sich aber erst bei der Demontage. Dann sehen wir, ob und wie wir die Leistung reduzieren können und ob die vorhandene Mechanik überhaupt einen Umbau auf Vollautomatik zulässt. Was haben wir also heute gelernt? Wir haben Anforderungen aufgestellt, bewertet und nach einem Realitätscheck neu gewichtet. Und wir haben gelernt, dass ähnliche Preise noch lange keine vergleichbare Qualität bedeuten. Die ASG M11 war kaum teurer als die Tokyo Marui Mac 11. Technisch spielen die beiden aber in völlig unterschiedlichen Ligen. Gerade auf dem deutschen Markt muss man deshalb genau hinschauen. Durch besondere Vorgaben und zusätzlichen Aufwand beim Import können selbst sehr einfache Modelle plötzlich erstaunlich teuer werden. Herzlichen Glückwunsch! Damit haben wir ganz nebenbei die ersten Schritte im Projektmanagement erledigt. Nächstes Mal zerlegen wir dann die ASG M11 und schauen uns all ihre Komponenten mal genauer an. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe jetzt richtig Bock auf die Blade-Filme. Bis dann, euer Grevan.